Servus, ich bin die Michi und ich heiße euch herzlich willkommen in meinem Kanal. Heute teile ich euch meine Erfahrungen nach 6 Monaten Hormonersatztherapie. Ich bin eine 48-jährige Transfrau und möchte euch mitnehmen auf eine Reise. Außerdem erkläre ich euch in diesem Video, was Hormone im Körper bewirken, welche Nebenwirkungen auftreten können und was man bei Jugendlichen beachten sollte. Ich hoffe, dieses Video hilft euch weiter, egal ob ihr jetzt selbst betroffen seid, euch für das Thema interessiert oder einfach nur neugierig seid. Was bedeutet eigentlich das ominöse HRT? Ja, das ist eine englische Abkürzung, HRT, und das steht im Englischen für Hormone Replacement Therapy, also im Deutschen für Hormonersatztherapie. Dabei handelt es sich um eine medizinische Behandlung, bei der Hormone eingesetzt werden, um die körperlichen Veränderungen bei transidenten Menschen zu unterstützen und die Geschlechtsidentität anzugleichen. Also das Ziel ist es, die gewünschten physischen Merkmale zu fördern und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern, soweit es möglich ist. Bevor wir jetzt in meine Erfahrungen eintauchen, möchte ich jetzt kurz erklären, welche Hormone ich persönlich aktuell nehme. Ich blende es dann auch gleich hier ein. Ich verwende Gynokalin, das ist ein Östrogengel, das ich als Salbe auftrage, und ich nehme als Dosierung 1 Hub pro Tag. Zusätzlich nehme ich noch Ciproteron, das ist ein Testosteronhemmer. Ich nehme da etwa 12 Milligramm pro Tag, was ungefähr einer Vierteltablette entspricht. Die ideale Dosis wäre eigentlich bloß 10 Milligramm, aber es gibt leider bloß 50 Milligramm als Tablette. Ja, was geht's nicht? Also ich muss es jetzt immer teilen. Was natürlich wichtig dabei ist, die ganzen Medikamenten und Dosierungen wurden mir jetzt von meiner Endokrinologin verschrieben und ich werde auch regelmäßig ärztlich überwacht, also so alle 3 bis 4 Monate muss ich Hormonwerte bestimmen lassen. Also bitte nehmt keine Hormone ohne ärztliche Beratung. Grundsätzlich muss die Hormontherapie immer von einem Facharzt, eben wie einen Endokrinologen oder auch einen Gynäkologen, begleitet und angepasst werden. Wenn wir schon bei der Dosierung sind, bei der richtigen Dosierung gibt es verschiedene ärztliche Ansätze. Also manche Ärzte messen immer den Minimalwert der Hormone. Da ist die Blutabnahme dann nüchtern, das heißt 24 Stunden keine Hormone einnehmen, und dadurch wird dann festgestellt, ob der Körper ausreichend reagieren kann, ob genügend Hormone da sind. Andere Ärzte hingegen messen den maximalen Wert. Das heißt, das soll man dann bewusst vor der Blutabnahme, so 2 Stunden davor, die Hormone einnehmen, auftragen, wie auch immer. Und dann sieht man im Wert, wie viele Hormone im Körper vorhanden sind und wie viel davon abgebaut werden müssen. Was heißt das jetzt? Naja, ganz einfach. Alles, was über einen maximalen Wert hinausgeht, kann nicht mehr vom Körper verarbeitet werden und muss abgebaut werden, was dann ebenfalls Einfluss auf die Therapie hat und auch zu Nebenwirkungen führen kann. Zum Beispiel Kopfschmerzen. Also die richtige Dosierung ist entscheidend für den Erfolg für die Therapie und eben für die
Minimierung von Nebenwirkungen. Was sind denn nun meine persönlichen Erfahrungen nach 6 Monaten Hormonersatztherapie? Und ja, die 6 Monate waren tatsächlich eine Achterbahn der Gefühle. Ich habe jetzt festgestellt, dass sich einiges verändert hat, aber natürlich auch manches langsamer als erwartet. Zu den Punkten. Am gravierendsten finde ich persönlich, ich habe so emotionale Schwankungen, so einmal im Monat vor allem. Am Anfang relativ heftig. Ich war oft traurig, dann wieder euphorisch. Einfach so ein Wechselbad der Gefühle. Aber das hat sich jetzt mit der Zeit stabilisiert. Man gewöhnt sich dran. Dann die Temperaturempfindlichkeit. Also ich bin jetzt viel kälteempfindlicher, aber es gibt auch Zeiten, wo ich auf einmal unerklärlich Hitzewallungen habe. Das ist natürlich manchmal sehr unangenehm. Zur Libido hat sich jetzt leider verabschiedet. Ich habe jetzt kaum noch sexuelles Verlangen, was natürlich für mich eine große Umstellung ist. Es sollte auch jedem bewusst sein, was man das machen tut. Dann, was man am meisten erwartet wird, das Brustwachstum. Das ist bei mir nach 6 Monaten, naja, ich weiß es nicht, eher langsam vielleicht. Es ist eine kleine Veränderung da. Also tatsächlich der Umfang ist tatsächlich 4 Zentimeter größer geworden in 6 Monaten, wodurch ich jetzt eine deutsche BH-Größe 90a habe. Dann ein nicht so unterschätzender Punkt, Muskelschwund. Also ich habe es nach dem Start der Therapie innerhalb eines Monats 2 Kilo abgenommen. Aber leider nur Muskeln und kein Fett. Mittlerweile habe ich jetzt das ein bisschen durch Sport kompensiert, die Muskeln wieder aufgebaut. Aber vom Gewichtsziel bin ich weit entfernt, was leider ein bisschen stressbedingt ist, weil ich im Stress gerne auch Süßigkeiten esse. Ja, gut, was ist noch ein Punkt? Die Haare. Also das Haupthaar. Meine Haare sind etwas dünner geworden, aber die lichten Stellen am Kopf, vorne in den Geheimratsecken und am Hinterkopf, ist es leider nicht besser geworden. Es wäre noch wünschenswert, wenn es weggehen würde, aber die Chancen sind eher schlecht, wenn man ehrlich ist. Ja. Und zusammengefasst, es ist ein Prozess, der Zeit braucht und es ist wichtig, geduldig zu sein und sich nicht entmutigen zu lassen. Was bewirken eigentlich die Hormone? Lassen wir mal die Hormone genau unter die Lupe nehmen. Was bewirken sie im Körper? Das ist immer unterscheiden zwischen biologischen Frauen und biologischen Männern. Östrogen. Bei biologischen Frauen ist es das wichtigste weibliche Geschlechtshormon. Es ist verantwortlich für die Entwicklung der weiblichen Geschlechtsmerkmale, Brüste, Hüften und weibliche Fettverteilung. Es beeinflusst auch den Menstruationszyklus, die Knochengesundheit und die Stimmung. Wenn jetzt ein biologischer Mann Östrogen einnimmt, so wie bei mir, also mit Transfrauen, sorgt Östrogen für die Entwicklung weiblicher Merkmale, also wie schon erwähnt, Brustwachstum, Umverteilung des Fettgewebes, glattere Haut und eine Veränderung der Haarstruktur. Auch die Psyche kann sich ändern und oft geht es in sanftere Emotionen. Weiter zu Testosteron bei biologischen Männern. Das ist natürlich das wichtigste männliche Geschlechtshormon. Es ist für die
verantwortlich für die Entwicklung der männlichen Geschlechtsmerkmale wie die Muskelmasse, den Bartwuchs, tiefe Stimme und es beeinflusst auch die Libido und das Energieniveau. Testosteron bei biologischen Frauen. Bei Transmännern führt Testosteron zu Bartwuchs, Muskelaufbau, einer tieferen Stimme und einer Veränderung der Fettverteilung. Wichtig hierbei: die Vertiefung der Stimme und der Bartwuchs sind in der Regel unumkehrbar. Also sollte man die Hormonersatztherapie bereuen, kann das gravierende psychische Folgen haben. Dann kommen wir zum dritten Hormon, das ich erwähnen möchte, wo ich allerdings nicht beeinflussen tue in meiner Therapie. Das ist das Progesteron. Bei biologischen Frauen spielt es eine wichtige Rolle im Menstruationszyklus, der Schwangerschaft. Es bereitet auch die Gebärmutterschleimhaut auf die Einnistung eines befruchtenden Eis vor. Bei Transfrauen wird es manchmal zusätzlich eingesetzt, um noch das Brustwachstum zu fördern und die Stimmung zu stabilisieren. Also das ist fast eine Betäubung, das ist sehr stark, wodurch auf alle Fälle die Verkehrstüchtigkeit nicht mehr gegeben ist. Das ist auch ein großer Grund, warum ich nicht nehme. Und die Wirkung ist sowieso umstritten. So, natürlich auch noch eine große Nebenwirkung. Wenn ich das Primärhormon, das biologische Primärhormon, hemmen tue, dann führt es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Zeugungsunfähigkeit. Das heißt, der Kinderwunsch sollte eben schon vor Beginn der Hormonersatztherapie endgültig geklärt sein und eventuell schon Ersatzmaßnahmen getroffen sein. Kommen wir zu den Nebenwirkungen. Also jede Hormontherapie hat natürlich Nebenwirkungen und es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein. Wenn wir jetzt die Nebenwirkungen Östrogen anschauen, das ist in der Regel ein erhöhtes Thromboserisiko, Gewichtszunahme, Kopfschmerzen, Übelkeit und Stimmungsschwankungen. Wenn man Testosteron einnehmen tut, Nebenwirkungen, Akne, Haarausfall, also von Haupthaar, ist Testosteron ziemlich brutal, erhöhter Blutdruck und die Leberwerte verändern sich. Und es ist natürlich wichtig, dass man, wenn man das macht, regelmäßig zum Arzt geht und die Blutwerte eben kontrollieren lässt. Und die Wachen ist sozusagen unerlässlich. Nächster Punkt: Hormonblocker und Jugendliche. Was ist, wenn man Hormone blockiert? Also was passiert? Und was ist mit Jugendlichen? Also Hormonblocker generell unterdrücken die Produktion von Testosteron oder eben Östrogen. Sie werden eben oft bei transidenten Menschen eingesetzt, um die Entwicklung der eigenen Geschlechtsmerkmale zu stoppen oder zu verlangsamen. Bei den Jugendlichen ist es der Einsatz von Hormonblockern ein wichtiger Schritt, um ihnen Zeit zu geben, dass sie sich selbst finden. Aber auch wichtig hier: es muss immer von einem Arzt begleitet und überwacht werden. Im Zeitrahmen: Hormonblocker werden idealerweise vor Beginn der Pubertät schon eingesetzt, also in einem Alter von 10 bis 12 Jahren. Es gibt dann den Jugendlichen die größte Chance, die Entwicklung ihres Körpers zu steuern. Bei den Blockern ist die Wirkung in der Regel
umkehrbar, also reversibel, wenn die Behandlung frühzeitig begonnen und rechtzeitig beendet wird. Schauen wir uns noch die Jugendlichen speziell an. Also der Umgang mit Jugendlichen, die sich in ihrer Geschlechtsidentität auseinandersetzen, ist natürlich ein sehr sensibles Thema. Und hier ist es natürlich essentiell, mit großer Sorgfalt vorzugehen. Und bevor man überhaupt eine Hormontherapie in Betracht zieht, sollte man schon auch die Jugendlichen dann zunächst erstmal mit Hormonblockern behandeln. Weil diese Medikamente unterdrücken eben die Produktion von Geschlechtshormonen und es eben ermöglicht den Jugendlichen, die körperliche Entwicklung zu verlangsamen oder zu stoppen. Es gibt dann den Jugendlichen Zeit, sich selbst zu finden und zu entscheiden, ob eine geschlechtsangleichende Behandlung gewünscht ist oder eben nicht. Und wie schon erwähnt, die Blockade der Hormone ist in der Regel umkehrbar. Das bedeutet, dass die körperlichen Veränderungen, die durch die Pubertät ausgelöst werden, gestoppt, verlangsamt werden können, ohne irreversible Veränderungen herbeizuführen. Nochmal an dieser Stelle, es ist wirklich zu betonen, dass dieser Prozess immer in enger Zusammenarbeit mit einem multidisziplinären Team aus Ärzten, Therapeuten und vor allem den Eltern stattfinden muss. Die psychische Gesundheit der Jugendlichen steht dabei immer im Mittelpunkt. Und die Entscheidung für oder gegen eine Hormontherapie sollte erst getroffen werden, wenn eine eindeutige Diagnose vorliegt und der Jugendliche sich seiner Entscheidung sicher ist. Die Unterstützung und das Verständnis des Umfelds spielen dabei eine entscheidende Rolle. Also die Hormonblockade ist ein wichtiger Schritt, um Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, einen Weg zu finden, ohne durch irreversible körperliche Veränderung unter Druck gesetzt zu fühlen. Nochmals, alle Schritte müssen von Arzt begleitet und überwacht werden. Ja, Zusammenfassung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hormonersatztherapie ein komplexer Prozess ist, der viel Zeit und Geduld erfordert. Ich hoffe, dieses Video hat euch einen guten Einblick gegeben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich versuche sie zu beantworten. Ich werde euch auch auf dem Laufenden halten, wie sich meine Reise weiterentwickelt. Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!